Stell dir vor, du bist der Einzige, der das Ende deiner gesamten Zivilisation kommen sieht. Und niemand glaubt dir. Ein einfacher Krieger der Unterklasse, der sich ganz allein einem Gott entgegenstellt, um die Zukunft seines Sohnes zu sichern. Die Rede ist natürlich von Bardock, dem Vater von Son Goku. Lange Zeit kannten wir nur den blutigen Widerstand aus dem legendären TV-Special. Doch der neue Dragon Ball Super Manga hat uns eine ganz neue Seite von Bardock gezeigt, die alles verändert, was wir über die Saiyajin-Historie zu wissen glaubten. In diesem Video gehen wir den Weg von Bardock gemeinsam, von seinen ersten Eroberungen bis zu seinem heldenhaften Ende. Bleibt dran, denn heute klären wir die komplette Lore des mutigsten Saiyajins aller Zeiten. Vergiss nicht zu abonnieren, wenn du kein Dragon Ball Video mehr verpassen willst. Legen wir los! Bardock war ein Saiyajin-Krieger vom Planeten Vegeta, geboren in einer Gesellschaft, die von Geburt an nur ein Ziel kannte: kämpfen, erobern und zerstören. Schon als Kind wurde er darauf trainiert, fremde Planeten anzugreifen und ihre Bewohner auszulöschen, damit diese Planeten anschließend gewinnbringend verkauft werden konnten. Für die Saiyajins war das keine Grausamkeit, es war Alltag. Und Bardock war darin gut, sehr gut sogar. Am Anfang unterscheidet sich Bardock kaum von den anderen Saiyajins. Er ist stolz auf seine Stärke, überzeugt von der Überlegenheit seines Volkes und folgt den Befehlen von Freezer, ohne groß darüber nachzudenken. Für ihn zählen Missionen, Kämpfe und Siege. Gefühle, Zweifel oder gar Mitleid spielen in seinem Leben keine Rolle, zumindest zunächst. Doch genau das macht Bardock später so besonders. Er ist einer der wenigen Saiyajins, die beginnen zu hinterfragen. Zu Beginn seiner Geschichte ist Bardock alles andere als ein Held. Er beteiligt sich an der Auslöschung ganzer Völker, ohne zu zögern. Für ihn sind diese Wesen schwach, bedeutungslos und im Weg. Genau so hat man es ihm beigebracht. Die Saiyajins glauben fest daran, dass Stärke über allem steht und dass Schwäche keinen Platz im Universum hat. Bardock ist ein Produkt dieses Systems. Ein Krieger, der nie gelernt hat, anders zu leben. Und doch wird gerade er derjenige, der als erster erkennt, dass dieses System auf einer großen Lüge basiert. Während einer Mission passiert etwas, das Bardocks Leben für immer verändert. Er wird von einem sterbenden Alien angegriffen, das im letzten Moment eine besondere Fähigkeit überträgt. Bardock beginnt, Visionen der Zukunft zu sehen. Zunächst versteht er nicht, was mit ihm geschieht. Er sieht Bilder von Zerstörung, von Tod, von Freezer und vom Untergang seines eigenen Volkes. Diese Visionen kommen plötzlich ungefragt und mit erschreckender Klarheit. Bardock hält sie erst für Halluzinationen, ausgelöst durch Erschöpfung oder Verletzungen. Doch je mehr Visionen er erlebt, desto deutlicher wird, das, was er sieht, wird tatsächlich passieren. Er sieht die Zerstörung des Planeten Vegeta. Er sieht, wie Freezer sein eigenes Volk auslöscht. Und er sieht, dass die Saiyajins diesem Schicksal nichts entgegensetzen können. Zum ersten Mal in seinem Leben verspürt Bardock Angst. Nicht um sich selbst, sondern um sein Volk. Bardock versucht verzweifelt, andere Saiyajins zu warnen. Er spricht mit seinen Kameraden, mit Offizieren, sogar mit dem König. Doch niemand glaubt ihm. Die Saiyajins halten sich für unbesiegbar. Sie lachen über Bardocks Warnungen und bezeichnen ihn als verrückt. Für sie ist Freezer ein mächtiger Verbündeter, kein Feind.
Der Gedanke, dass Freezer sie verraten könnte, erscheint ihnen lächerlich. Bardock steht plötzlich völlig alleine da, als einziger, der die Wahrheit kennt, aber keine Möglichkeit hat, sie zu ändern. Das ist einer der tragischsten Aspekte seiner Geschichte. Bardock weiß genau, was passieren wird und ist dennoch machtlos. Bardock ist kein liebevoller Vater im klassischen Sinne. Saiyajins bauen selten emotionale Bedingungen zu ihren Kindern auf. Doch kurz vor der Zerstörung des Planeten Vegeta blickt Bardock auf seinen jüngeren Sohn Kakarot und sieht etwas Entscheidendes. In einer Vision erkennt er, dass genau dieser Saiyajin eines Tages Freezer besiegen wird. Und genau hier trifft Bardock die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Er schickt Kakarot fort, weg vom Planeten Vegeta, weg von der sicheren Zerstörung. Nicht aus Stolz, nicht aus Machtgier, sondern aus Hoffnung. Hoffnung darauf, dass sein Sohn dort draußen überleben wird. Hoffnung darauf, dass Freezer irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Dieser Moment zeigt, wie sehr Bardock sich verändert hat. Aus einem kalten Krieger wird jemand, der an die Zukunft glaubt. Während Bardock mit seinen Visionen kämpfte, beging Freezer den ultimativen Verrat. Er schickte Dodoria und seine Eliteeinheit, um Bardocks Team auf dem Planeten Meat auszulöschen. Als Bardock dort eintraf, fand er keine Schlacht vor. Er fand ein Massaker. Seine Freunde, seine Brüder im Geiste lagen leblos im Staub. Das Bild von Tora, der in Bardocks Armen seine letzten Atemzüge tat, ist einer der düstersten Momente der Dragon Ball Geschichte. In diesem Moment wurde das weiße Stirnband von Bardock durch das Blut seiner Kameraden tiefrot gefärbt. Es war kein Schmuckstück mehr. Es war ein Schwur. Ein Schwur, dass Freezer für diesen Verrat bezahlen würde. Selbst wenn es Bardock das Leben kostete. Bevor wir zum dramatischsten Ende kommen, glaubt ihr, Bardock hätte eine Chance gehabt, wenn König Vegeta und die anderen Saiyajins auf ihn gehört hätten? Hätte eine vereinte Saiyajin-Armee Freezer stürzen können? Lass uns darüber mal in den Kommentaren diskutieren. Der Himmel über dem Planeten Vegeta war nicht mehr blau. Er war erfüllt von der Kälte des Weltraums und dem unerträglichen Glühen von Freezers Schiff. Bardock, schwer gezeichnet von den Kämpfen auf dem Planeten Meat, schleppte sich durch die Atmosphäre. Jeder Atemzug brannte in seiner Lunge wie flüssiges Feuer. Sein Körper war übersät mit Wunden, sein Kampfanzug zerfetzt und das Blut seiner Kameraden klebte noch immer an seinem Stirnband. Doch Bardock spürte keinen Schmerz mehr. In seinem Kopf hämmerten nur noch die Visionen, das himmlische Lachen des Tyrannen und das brennende Inferno, das kurz bevorstand. Als er die äußere Schicht der Atmosphäre durchbrach, sah er sie, Tausende von Freezer-Soldaten, eine Mauer aus Fleisch und Metall, die sich ihm entgegenstellte. Jeder normale Krieger wäre vor dieser Übermacht erstarrt. Doch Bardock, er lachte. Es war ein trockenes, verzweifeltes Lachen. Er wusste, dass er diesen Tag nicht überleben würde, aber er weigerte sich, wie ein geschlachtetes Lamm zu sterben. Mit einem Uhrschrei stürzte er sich mitten in die Menge. Er war kein Kämpfer mehr, er war eine Naturgewalt. Mit bloßen Händen riss er sich den Weg frei. Energieblitze zuckten alle Richtungen. Soldaten flogen wie Puppen beiseite, während Bardock nur ein Ziel vor Auge hatte. Die Luke des großen Raumschiffs. Das Zentrum der Macht. Freezer, brüllte er in die endlose Leere des Alls. Komm raus und stell dich. Und dann passierte es. Die Luke öffnete sich, doch Freezer kam nicht heraus, um ehrenhaft zu kämpfen. Er schwebte in seinem Stuhl heraus,
mit diesem ekelhaften, arroganten Lächeln, das Bardock in seinen Visionen so oft gesehen hatte. Für Freezer war Bardock keine Bedrohung. Er war ein Insekt, ein lästiges Staubkorn in einem viel größeren Spiel. Bardock sammelte seine letzte Kraft, alles was er noch hatte, seinen Zorn, seine Trauer, um seine Kameraden, seine Hoffnung für seinen Sohn Kakarot. Eine hellblaue Energiekugel bildete sich in seiner Hand. Die Final Spirit Cannon. Die Zukunft. Unsere Zukunft wird sich verändern. Das Schicksal unseres Planeten Vegeta. Er feuerte, die Kugel raste auf Freezer zu, doch der Tyrann hob nur einen einzigen Finger. Ein kleiner glühender Punkt erschien an seiner Fingerspitze. Innerhalb von Sekunden wuchs dieser Punkt zu einer gigantischen, sonnenähnlichen Kugel an. Der Supernova, Bardocks Attacke, wurde einfach verschlungen. Es war, als würde man versuchen, eine Lawine mit einem Kieselstein aufzuhalten. In diesem Moment, als das Licht der Supernova Bardocks Gesicht erhellte, passierte etwas Seltsames. Die Qual der Visionen verschwand. Er sah nicht mehr den Tod, er sah die Zukunft. Er sah einen Mann in einem orangenen Anzug, der auf einem fernen Planeten namens Namek stand. Er sah das goldene Leuchten in den Augen dieses Mannes. Er sah seinen Sohn, wie er Freezer in den Staub zwang. Und in diesem Augenblick, während sein Körper in der Hitze verging, lächelte Bardock. Er hatte nicht den Planeten gerettet, aber er hatte den Funken entzündet, der das Imperium der Kälte eines Tages niederbrennen würde. Doch wer war Bardock wirklich? Hier müssen wir den Blick weiten. Lange Zeit dachten wir, er sei nur dieser kalte Krieger, doch der Granola-Arc im Manga und der Film Dragon Ball Super Broly zeigten uns eine andere Seite. Wir erfuhren von Jean, seiner Frauen und einer fast schon untypischen Milde, die er für seine Kinder empfand. Wir sahen, wie er auf dem Planeten Cereal sein eigenes Leben riskierte, um den jungen Granola zu retten. Warum tat er das? Weil er anfing zu hinterfragen. Er sah in den Augen der Unschuldigen das Spiegelbild seines eigenen Sohnes. Dieser neue Bardock ist vielleicht weniger brutal, aber er ist psychologisch viel komplexer. Er war der erste Saiyajin, der verstand, dass wahre Stärke nicht aus Zerstörung kommt, sondern aus dem Willen, etwas zu beschützen. Bardock war vielleicht kein Gott und kein Super Saiyajin der Legende, aber sein Mut hat den Grundstein für alles gelegt, was wir heute an Dragon Ball lieben. Ohne sein Opfer gäbe es keinen Son Goku, wie wir ihn kennen. Wenn dir diese Lore-Analyse gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen nach oben und falls du neu hier bist, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video über die Geschichte der Z-Krieger mehr verpasst. Was denkst du von Bardock? Ist er für dich ein Held, ein Anti-Held oder einfach nur ein tragisches Opfer seines Volkes? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, wie es mit seinem Sohn weiterging, dann klick am Ende des Videos auf die Geschichte von Son Goku. Wir sehen uns dort, meine Z-Krieger. Euer Black Sergeant. Verarschen kann ich mich auch allein. Wer interessiert sich schon für das Bike von einem Low-Level-Kämpfer?